Hallo ihr Lieben, ich habe es getan. Ja, ich habe mich zur FFS-Konsultation in Marbella angemeldet. FFS steht für Facial Feminization Surgery, also gesichtsfeminisierende Operation. Dabei wird versucht, einige der Schäden, die die testosterongesteuerte Pubertät bei mir hinterlassen hat, wieder ein bisschen zu mildern und rückgängig zu machen. Und ja, es ist eben eine Konsultation, das heißt erstmal ein Vorgespräch, wo erstmal überhaupt besprochen, ausgewertet und geschaut wird, was denn jetzt bei mir möglich ist und ob ich das überhaupt möchte, was ich möchte. Ja, das Ganze, wenn ich mich denn dafür entscheide, wird einiges an Geld kosten. Das werden wir mal dann sehen. Also ich werde versuchen, meine Reise nach Marbella mit der Konsultation wieder ein bisschen als eine Art Videotagebuch mit der Kamera zu begleiten oder mit meinem Handy, falls es doch im Flugzeug zu groß ist für mein Minigepäck, dass ich bereit bin, für den Flug zu bezahlen. Und deshalb also auch in diesem Video erstmal nicht allzu viel Information. Warum mache ich das Ganze? Weil es mich doch auf die Dauer sehr, sehr stört, wenn ich in mein Gesicht fasse, vor allem wenn ich mich aber auch selber sehe. Die Form und Größe meiner Nase vor allem, meine hervorstechenden Augenbrauenbögen und entsprechend ein bisschen auch die Position meiner Augenbrauen. Und naja, da kann man so einiges machen. Man kann auch viele Sachen mit dem Kinn machen. Das erkläre ich vielleicht noch ein bisschen später oder vielleicht auch, wenn das Gespräch stattgefunden hat. Bisher habe ich ja noch nicht viel erlebt darüber, was man erleben kann. Also, was ich bisher erlebt habe, war die Kommunikation mit der freundlichen Dame Carmen aus Marbella. Die war sehr, sehr freundlich, wirklich, und sehr, sehr unkompliziert. Allerdings auch in ihrer Erreichbarkeit und also die Kommunikation in ihrer Erreichbarkeit und in ihrer Antwortzuverlässigkeit auf E-Mails leider manchmal etwas wechselhaft. Also ich habe sehr viele E-Mails geschrieben, auf die ich gar keine Antwort bekommen habe erstmal. Dann war das Telefon, entweder gab es in Spanien wieder irgendwelche Ferientage, aber auch als die vorbei waren, wurde irgendwie nicht geantwortet. Jetzt letztendlich habe ich aber eine sehr gut durchgeplante und sehr genaue E-Mail bekommen, wo dann drin steht, wann ich wo sein soll. Ich werde also in Malaga am Flughafen abgeholt von deren Fahrdienst. Ein Teil der Fahrten muss ich also selber bezahlen. Es ist mir aber ja auch egal, wenn ich nur schon mal extra dahin fahre und da vorhab, eben einiges an Geld zu lassen. Gut, die werden mich direkt am Flughafen abholen, werden mich also nach der ganzen Aktion also auch 2 Tage später wieder zum Flughafen hinbringen. Ich werde zwischendurch auch vom Hotel abgeholt, habe jetzt auch schon die Zeiten, wann ich vom Hotel abgeholt werde, wann ich auch wieder zurück ins Hotel gebracht werde, wenn ich denn möchte. Ansonsten kann ich mich natürlich dort auch frei bewegen. Was wird dort gemacht? Zumindest werden also ziemlich viele Fotos gemacht werden. Es wird auch einen CT-Scan geben von meinem Gesicht. Da soll ich dann meine Piercings rausnehmen für. Das wurde also wirklich alles schon sehr genau in der E-Mail beschrieben, was ich da machen muss. Das habe ich jetzt natürlich auch alles nicht unbedingt gerade im Kopf. Ja, wie ihr merkt, ich freue mich schon sehr darauf. In ein paar Tagen fliege ich los. Eine Nacht im Hotel ist sogar auch kostenlos, sogar für mich und Begleitpersonen, da ich jetzt 2 Nächte bleiben werde, weil es für die Flüge für mich sonst nicht machbar gewesen wäre, muss ich eben die 2. Nacht dazu buchen. Da wurde mir auch dazu geschrieben, genau was ich buchen muss, damit ich also einfach in dem Zimmer bleiben kann. Ja, ich freue mich drauf. Es macht mir sehr den Eindruck, dass die Menschen dort außerordentlich bemüht sind, dass ich eine gute Zeit da habe. Und auch auf der Internetseite von dieser Klinik sieht es wirklich so aus, dass es ihnen sehr darum geht, nicht nun jedem das Gleiche aufzuschwatzen, was ihnen am meisten Geld bringt, sondern für eine Person die möglichen Werkzeuge mitzugeben, um selber zu entscheiden, möchte ich das überhaupt? Was möchte ich, was wird mir überhaupt was bringen, und auch eben ein realistisches Bild zu haben hinterher davon, was überhaupt dann eine Person erwarten kann. Denn natürlich lässt sich nicht alles, was in der Pubertät so schief gelaufen ist, auch einfach wieder herstellen. Es geht natürlich auch in keiner Weise darum, irgendwelche Schönheitswettbewerbe zu gewinnen. Es geht eben nicht um in dem Sinne Schönheitsoperationen, im Sinne von
ich möchte jetzt irgendwie meinen persönlichen Stolz oder meine Eitelkeit befriedigen, sondern es geht wirklich ja bei Transpersonen darum, ein Leid der Person zu beseitigen. Es wird leider trotzdem wahrscheinlich nicht von der Krankenkasse bezahlt. Manche Leute schaffen es, sich einen Teil der Kosten von der Krankenkasse wiederzuholen. Aber ja, wenn ich denn jetzt hinterher das Gefühl habe, dass es ein gutes Ergebnis für mich zu erwarten ist, dann wird es mir das auf jeden Fall wert sein. Und ich habe zum Glück jetzt, ich muss mal umgreifen, mein Arm wird so schwer. Zum Glück bin ich doch in der Situation, dass ich mir das dann möglicherweise zusammensparen kann und ausgeben kann, was es kosten wird. Ich weiß auch nicht, ob ich ja jetzt eine Zahl hinterher sagen möchte vor der Kamera letztendlich, aber es wird doch auf jeden Fall ein 5-stelliger Betrag sein, den man da so oder so zahlen muss. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, was man letztendlich hinterher haben möchte und ausmachen möchte. Ich will auf jeden Fall nicht zu viel machen und ich möchte, dass es hinterher natürlich aussieht. Und wie gesagt, hier habt ihr noch meine Nase und vielleicht werden jetzt manche sagen, das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Es ist eben der Punkt, meine persönliche Dysphorie zu bekämpfen und mich so zufrieden mit meinem Körper zu machen. Ein Stückchen mehr. Und zwar nicht zufrieden mit meinem Körper. Ja, das habe ich jetzt schon, glaube ich, mehrfach gesagt, dass es eben nicht um Body-Issues geht. Die haben Transpersonen natürlich noch obendrauf zur Dysphorie, sondern wirklich um die Dysphorie und das, was eben mit der falschen Pubertät zerstört wurde. Ja, jetzt habe ich schon ziemlich viel geredet. Ich hoffe, ihr begleitet mich mit nach Marbella. Und ja, es ist vielleicht keine sehr schlaue Idee, durch den Wald zu laufen, anstatt ordentlich ein Stativ hinzustellen. Aber es macht auch Spaß und so komme ich endlich mal dazu, mich ein bisschen zu bewegen. Macht es gut und ein wunderschönes Wochenende euch.